Guten Morgen von den Wandermäusen. Wir gehen heute auf eine unserer letzten Wanderungen hier in Norwegen. Und wir haben heute richtig schweres Gepäck dabei. Warum, verraten wir euch noch nicht, damit es ein bisschen spannend bleibt. Ist jetzt schon wieder ein guter Weg, nach 5 Minuten. Ja, wirklich so. I love it. Daran könnte ich mich gewöhnen. Wobei ich auch schon wieder Bock habe, Fahrrad zu fahren. Nach einer Woche Wandern könnte ich jetzt auch wieder Abwechslung machen. Man wird so langsam wandermüde. Hier ist es noch ein bisschen gefroren und hier geht es jetzt so durch die Büsche, durch die Felsen. Hier läuft richtig so eine Eisfläche ins Wasser. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist wirklich so krass schön hier. Jetzt sind wir hier direkt am Wasser, mitten im Wald. Hier ist das Wasser und hier geht man jetzt so durch den Wald. Und das Licht fällt hier so richtig schön rein. Das ist wirklich traumhaft. Vor allem, dass man wirklich so an so einer kleinen Steilküste hier so am Wasser lang läuft. Man hört das Wasser. Es ist sonst richtig ruhig hier. Das ist einfach toll. Toll, oder? Ja. Hier ist ein ganzer Baum umgekippt mit Felsplatte. Ja, die sind richtig hier eingeflochten. Und guck mal, wie riesig der ist. Weiter geht's. Der Weg ist erste Sahne, würde ich sagen. Besteht eigentlich nur aus Matsch. Johannes hat jetzt hier so einen kleinen handlichen Pausetisch gefunden. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das hier so ist mit Sitzen. Sieht doch gemütlich aus. Ja, ist fast gemütlich hier drauf, du. Spitze. Ja. Auch so für eine Zeit. Ist nicht kalt? Könnte wärmer sein, ne? Ah ne, der ist ganz trocken. Okay. Dann können wir hier so ein bisschen... Oh ne, ist sehr morsch. Wir sind hier nämlich gerade auf der Suche nach so ein bisschen Birkenrinde, aber es ist alles nass. Ich nehme trotzdem mal ein bisschen was mit. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Die klingt gut. Was sagst du? Ich finde es wichtig, dass die gut klingt. Ja, die klingt trocken. Meinst du, da sind irgendwelche ekelhaften Käfereier drin, die ich gleich in meinem Rucksack habe? Nee. Das wäre ja widerlich. Ich weiß nicht, ob ich das in meinen Rucksack stecken will. Oh, der war gut. Das ist richtig schön trocken. Like the wind her body flows. Down the stairs now. Es wird mal wieder gekraxelt. Hier geht's hoch. Es gibt auch mal wieder keinen Weg. Hervorragend. We are on top. Oh, ist das schön hier. Fantastisch. Es ist richtig schön. Es ist wieder mal einfach ruhig. Keine Menschenseele hier. Nur wir beide allein auf diesem Inselfleck. Richtig schön.
Ich habe einen Stein im Schuh. Och nö. Aber es ist irgendwie noch nicht nervig genug, dass ich den rausholen will. Oh. Wo laufen wir hier eigentlich Ja. gerade lang? Ja. Okay. Okay. Ganz normaler Weg. Wir sind mal wieder lost. Nirgendwo ist ein Weg zu erkennen. Das sieht hier alles so aus. Keine Ahnung, ey. Wären wir jetzt in den Alpen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, der Weg ist gesperrt. Kann ja nicht sein, dass wir uns bei jeder Wanderung hier 8-mal verlaufen. Ist ja wohl ein Witz. Oh, ich sehe den blauen Tonner. Oh, hast du den Weg gefunden? Also anscheinend ist das hier jetzt unser Weg. Mitten durchs Gestrüpp. Also hier liegen überall so Bäume abgeschnitten. Da unten auch. Aber da oben ist die Wegmarkierung. Also müssen wir jetzt irgendwie hier durch. Ist doch einfach direkt am Abgrund hier. Naja, man lebt gefährlich auf Norwegens Wanderwegen. Es ist ein wilder Ritt hier. Die letzten Meter zu unserem Ziel. Ich glaube, ich kann es schon sehen da vorne. Und dann können wir endlich unser schweres Gepäck abladen hier. Hier bleibt einem auch wirklich nichts erspart. Jetzt habe ich einen Stachel im Knie. Oh, dabei. So, we made it. Eine Leiter noch. Und dann sind wir da. Juhu. Wow. Fantastisch. Oh, schön. Oh, Hier wird sich jetzt erstmal reingepflanzt. hier lässt sich's aushalten. Toll. Jetzt können wir mal unser schweres Gepäck revealen, was wir heute mitgenommen haben. Wir haben uns da wirklich nicht lumpen lassen. Das ist es nicht. Aber die guten Klötze hier haben wir mitgenommen. Und da machen wir uns gleich ein richtig schönes Feuerchen an. Es gab auch keinen kleineren Sack dafür. Nein. Unterwegs hat Fredo ja schon die Birkenrinne gesammelt und wir haben noch so kleine Äste mitgenommen und wir probieren das Feuer jetzt erstmal damit anzumachen. Im Notfall haben wir aber auch noch Anzünder mit, also vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Mal schauen. So. Das Wichtigste fehlt ja noch. Das ist es nicht. Das auch nicht. Ah. Köstlich. Und vegetarische Würstchen. Wir sprechen ja nicht fließend Norwegisch und hier ist auch ein Hotdog drauf. Ich weiß gar nicht, ob man die braten kann, aber die werden jetzt einfach gebraten. Und nicht zu vergessen, Ketchup und Senf. Guckt euch mal diese kleinen süßen Flaschen an. Tee wollen wir auch noch kochen, deshalb haben wir auch noch unseren Gaskocher mit. Das ist hier feinstes 5-Sterne-Wandermenü. Jetzt wird hier aber wirklich richtig aufgetischt. Nee. Da muss das so bleiben. Kriegen wir schon irgendwie Hier hin. liegt auch einfach noch eine alte Wurst drin. Hä, aber irgendwie muss man den doch rauskriegen. Geht doch. Da ist eine Fussel drin. Ui, Hey. krass. Ach, dieser Feuergeruch. Der ist toll. Ab jetzt auch Bushcrafter. Das Ja. hast du richtig gut gemacht. Ich bin stolz. Danke. Das war einfacher als gedacht. Zieht gerade so ein Güllegeruch. Ja, da rüber. oben sind die gerade Gülle gefahren. Es Ah. stinkt zum Himmel, ey. Boah.
Das ist hier die Güllefahne. Mmh. Oh, Zum Glück haben wir das nicht auf den Kopf bekommen. stimmt. Weil wir sind halt Genau da wirklich lang gelaufen. genau hier rausgekommen, wo der jetzt langfährt und seine Kacke hinspritzt. Oh nee, dann hätten wir so ganz dünn so Güllespray auf unseren Kopf bekommen. Stell dir das mal vor. Wir hätten so gedacht, oh, wo kommt dieser Nieseregen her? Und dann wäre das Gülle gewesen. Oh Gott. Das war echt ganz schön knapp. Ja, Wenn wir 10 Minuten später losgelaufen, hätten wir die Gülle auf dem Kopf gehabt. na toll. Ach du Heiliger, ey. Oh. Timing können wir aber. Ja. Diesmal hat es sogar gleich geklappt. Oh, scheiße. Die ist schon ordentlich. Oh, scheiße, das auch. Oh, oh, oh. Oh, die auch. Das ist zu heiß. Oh, das Wasser kocht auch. Alles gleichzeitig. So ist das, wenn man wieder alles gleichzeitig macht. Die kann man noch essen. Okay. Magst du einen Quick Lunch? Ja. Ja. Wenn hier alle unsere Würstchen und das Brot verkohlen, dann müssen wir was anderes essen. Guck dir das Brot an. Es hat die gleiche Farbe wie deine Jacke. Es ist halt angebrannt. Wir müssen die Oberseite essen. Waiting for a spot on an angled line. Driving to the outside, wasting my time. Took my place high on the rise. Look at them ants push away their prize. But I'd be free as a bird in a Walmart parking lot. I'm proud to be just who I am. Salute the flag just like Uncle Sam. My Yankee do good without a dime. I'll be free as a bird in a Walmart parking lot. I'll be free as a bird in a Walmart parking lot. Unsere kleine große Pause ist beendet. Das war echt richtig gut. Also bis auf die komplett verkohlten Baguettes war es auch echt lecker. Und den Güllegeruch. Und der Güllegeruch, ja stimmt. Habe ich schon komplett ausgeblendet, aber jetzt, wo du es sagst. Wir können hier noch ein ganz schönes Stück um die Insel gehen. Und es ist ja noch so schönes Wetter und so früh. Deshalb machen wir das jetzt noch. Boah, es wird immer schlimmer. Ja. Alter, diese Gülle. Ich dachte, wenn wir jetzt von dem Platz weggehen, wird es besser. Oh, es wird immer schlimmer. Man kann hier kaum atmen. Beißt richtig, oder? Oh, i. Oh. Aber hier ist nichts. Hier ist nicht mal ein Feld. Wir sind hier an den Klippen. Oh, wenn das jetzt auf der ganzen Insel so stinkt, will ich aber schnell weg hier. Oh, das wird immer schlimmer. I. Was ist das? Erstmal erholen. Boah. Das hängt aber immer noch in der Nase. Aber wir haben einen kleinen Hafen gefunden. Und mit diesem Segelboot würden wir direkt gerne losfahren. Ja, das Das wird war toll. ganz schön groß. Mhm. Das würde uns gut stehen, oder? Was sagt ihr? Die haben sogar einen Teppich davor. Fußmatte. Wow. Wir haben den Güllegeruch hinter uns gelassen. Jetzt können wir endlich entspannt weiter wandern. Das war ja fürchterlich. Yes. Ich dachte schon, wir müssen direkt zurück nach Hamburg fliegen. Fluchtartig das Land verlassen wegen Gestank.
Anscheinend kann man hier auf den Leuchtturm rauf. Steht nicht verboten drin. Und wie ist die Aussicht? Wir haben gerade den Leuchtturm hinter uns gelassen und jetzt sind wir wieder im Güllenebel gefangen. Irgendwie es muss irgendwo über uns sein. Das zieht hier so runter. Das ist so ekelhaft, ey. Alter Schwede. Ja, ansonsten ist ganz schön hier. Aber es stinkt. Da oben. Alles voll. Oh. Schnell weg hier. Der Weg ist schon wieder so cool. Wir sind hier wieder über so Felsen am Kraxeln. Hier geht der Weg lang. Es macht echt so Spaß. Ich liebe es, über diese Felsen zu wandern. Jetzt geht's hier eine Kette hoch, aber sieht easy aus, oder? Jetzt haben wir hier mitten in den Felsen noch so eine richtig coole Bank gefunden und so ein Buch nochmal, glaube ich, wo wir uns eintragen können. Direkt am Wasser. Fantastisch. Was ist denn hier drin? Ah ja. Turbucker. Oh, guck mal da hinten. Oh, Ach du Heilige. da ist was Bergbau, explodiert. oder? Bergbau. Jetzt will ich mich aber hier eintragen. Und dann gibt es noch einen Quick Lunch für uns, oder? Escape this time with me. Wir sind zurück in der Zivilisation. Vor uns sind schon die Häuser. Und das war's auch schon mit dem letzten Video hier aus Norwegen, wo wir euch mitgenommen haben beim Wandern. Das nächste Mal wird es dann wieder Bike-Content geben in Deutschland. Und wenn ihr das sehen wollt, abonniert den Kanal, liked das Video und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann! Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Au. GoPro-Aufnahme stoppen. Was? Was? Du bist immer happy. Das stimmt. GoPro-Aufnahme stoppen. Hallo? Hallo, ich habe eine wichtige Mitteilung. Das ist ein Hammer, oder? Jetzt dreht er durch. Eieiei, schnell weg hier. Abbruch. Die letzten Meter jetzt zurück zum Ort. Wir sehen schon wieder die ersten Häuser. Und nope. GoPro-Aufnahme stoppen.